Hallo meine Freunde, hola Madelistas, Mario und Technik. Dieses Video habe ich gerade komplett aufgenommen, bis zum Schluss, wollte in den Schnitt gehen und sehe, die Kamera war die ganze Zeit aus. Geil. Naja, jetzt höre ich mich zum zweiten Mal das Gleiche sagen. Ich hoffe, bei euch kommt trotzdem die gleiche Energie an. Ja, eigentlich wollte ich darüber reden, dass wir in Madrid genug eigene interne Themen haben. Heute gibt es neue Informationen zu Álvaro Carreras. Achtet da auf die Social-Media-Seiten von Real Madrid. Heute sollte da eine Überraschung für uns alle da sein. Eine Entscheidung wurde getroffen bei Nico Paz. Und das Thema, womit ich euch seit 2 Tagen ein bisschen nerve, nämlich dass Xabi Alonso alles im Club zurzeit zu bestimmen hat. Dieses Thema hat Marca in einem Artikel perfekt zusammengefasst und den möchte ich unbedingt mit euch durchgehen. Aber ich möchte mich mit euch auch über die Club-WM unterhalten und, wie ihr in der Überschrift wahrscheinlich schon gelesen habt, Lamine Yamal wird angezeigt. Also, was da los ist, erfahrt ihr auch in diesem Video. Viel Spaß dabei. Der Fußball ist einfach der schönste Sport der Welt. Und das Spiel gestern Abend zwischen Chelsea und Paris hat das wieder einmal unter Beweis gestellt. Jeder Fußballexperte weltweit hat gesagt, Paris wird das Ding locker gewinnen. Paris, die Mannschaft, die zurzeit jeden an die Wand spielt, 4-0 gegen Madrid und es hätte noch höher ausgehen können. Atletico Madrid, glaube ich, waren auch 4-0. Gegen die Bayern haben sie ein bisschen gestruggelt, aber am Ende auch 2-0 gewonnen zu 9. Also Paris kam in der Form ihres Lebens. Und auf der anderen Seite Chelsea, die Mannschaft, über die sich jeder lustig macht, weil sie einen Kader haben wie eine Footballmannschaft. Aber ich habe immer vorgewarnt, ich habe immer gesagt, weiß Gott, vielleicht ist das die Zukunft des Fußballs. Wenn du 70 Spiele hast, brauchst du vielleicht so einen Kader. Im Endeffekt gewinnt Chelsea absolut verdient mit 3-0 gegen Paris. Es stand zur Halbzeit schon 3-0. Cole Palmer hat sich einfach verwandelt in eine Mischung aus Messi und Cristiano Ronaldo, macht unglaubliche Tore und die Superstars von Paris sahen auf einmal aus wie normale Fußballer. Im Gegenteil, ich habe, glaube ich, noch nie so ein schlechtes Spiel von Nuno Mendes gesehen, der komplett überfordert mit seinem Leben war. Vitinha, Dembélé etc., man hat die nicht gesehen. Chelsea hat ein kompaktes, aggressives Pressing gespielt. Paris konnte sich daraus nicht lösen. Chelsea hat absolut verdient mit 3-0 gewonnen. Ja, eine Szene, die sehr hässlich war, sehr unglücklich, war die von Luis Enrique nach dem Spiel. Ich sage immer, im Gewinnen Größe zu zeigen ist einfach. Ich erinnere mich daran, wie Luis Enrique nach dem Champions-League-Finale Inter Mailand gratuliert hat, dafür, dass die so fair verloren haben, obwohl es mit Sicherheit nicht einfach ist, 5-0 in einem Champions-League-Finale zu verlieren. Trotzdem hat Inter Mailand Größe gezeigt, die Hand gegeben, gratuliert etc. Fand ich gut. Aber in der Niederlage ist es schwer, Größe zu zeigen. Und was ein Luis Enrique nach dem Spiel gemacht hat, ich glaube, die Szene blende ich jetzt ein, viele von euch haben die wahrscheinlich schon gesehen, dass der einen Spieler von Chelsea mit der Hand am Hals umschmeißt. Das ist katastrophal. Das darf es in der Welt des Fußballs nicht geben. Natürlich macht der Spieler von Chelsea etwas zu viel aus der Szene. Aber die Hand von Luis Enrique hat da nichts zu suchen. Und eigentlich hätte ich über diesen Vorfall gar nicht berichtet, wenn er sich nicht so dreist in die Pressekonferenz gesetzt hätte. Was erwartet man von einem Luis Enrique in der Pressekonferenz? Dass der doch dann sagt, ey, sorry, ich bin durchgedreht, das passiert nie wieder, ich entschuldige mich bei dem Spieler, sorry, mein Fehler, darf nie wieder auf dem Fußballplatz passieren. Aber der setzt sich in die Pressekonferenz und sagt Folgendes. Am Ende des Spiels gibt es eine Situation, die meiner Meinung nach von allen absolut vermeidbar gewesen wäre. Mein Ziel und meine Absicht ist es, wie immer, die Spieler zu trennen, damit es keine weiteren Probleme gibt. Eine vermeidbare Situation, es herrscht viel Anspannung, sehr viel Druck. Und ab diesem Moment gibt es eine Reihe von Schubsereien von vielen Leuten, die wir meiner Meinung nach alle gemeinsam vermeiden sollten und die nicht wieder vorkommen dürfen. Aber ich wiederhole, meine Absicht ist es wie immer, jede Situation zu vermeiden, die eskalieren könnte. What? Das ist das Gesicht von jemandem, der schlichten wollte? Wie gesagt, es regt mich so sehr auf. In Spanien sagt man, man pinkelt dir ins Gesicht und du musst so tun, als wenn es Regen wäre. Also, absolutes No-Go von Luis Enrique. Und das ist auch einer der Punkte,
Eigentlich mag ich die Spieler von Paris, aber mit Luis Enrique habe ich immer wieder meine Probleme gehabt. Seine persönliche Geschichte ist so bitter, dass ich eigentlich wenig schlechte Worte über diesen Mann verlieren möchte. Aber die Szene hat mich so sehr aufgeregt. Eine andere Szene, die mich auch sehr aufgeregt hatte, das gebe ich auch gerne zu, ist Al-Khelaifi, der Präsident von Paris, wieder im Halbfinale, nachdem sie gegen Madrid gewonnen haben, vor Florentino Perez mit einem Influencer schön gelacht, gepostet über das Gesicht von Florentino Perez. Aber das Karma kommt manchmal schneller als man denkt, denn das ist das Gesicht von Al-Khelaifi gestern Abend. Naja, vielleicht sollte man mal nicht so große Brötchen backen. Das Karma wartet manchmal nur um die Ecke. Und da persönlich hat es mich schon für Chelsea gefreut. Formuliere ich es mal so. Ja, dann kommen wir zum zweiten großen Thema. Das habt ihr in der Überschrift auch gelesen. Lamine Yamal wird angezeigt. Warum wird er angezeigt? Wegen seiner Feier zum 18-jährigen Geburtstag. Und jetzt aufgepasst. Möchte ich einem 18-Jährigen einen Vorwurf machen? Nein. Das muss auch mal klar gesagt werden. Wenn ich mit 18 einen Vertrag in der Tasche gehabt hätte, wo ich wüsste, ich verdiene die nächsten 10, 20 Jahre mindestens 40 Millionen Euro jedes Jahr, wie gesagt, wahrscheinlich werden es noch mehr, wisst ihr, was ich für eine Party mit 18 gemacht hätte? Darüber hätte man in jeder Zeitung gelesen. Also, das ist normal, dass ein 18-Jähriger mit sehr viel Geld im frühen Alter, so eine Party feiern möchte. Da waren Frauen da, die mehr oder weniger durch ein Casting gehen mussten, was für körperliche Voraussetzungen sie mitgebracht haben. Da waren YouTuber, Influencer, Sänger, Fußballspieler etc. Also, eine große Party war das. Aber, er wurde auch sehr kritisiert wegen einer Torte, die er bekommen hat. Auf der Torte war nämlich eine Pistole zu sehen und Geldscheine, die sehr seltsam eingerollt waren, als wenn man damit Drogen konsumieren möchte, Pokerchips etc. pp. Aber ich finde das normal. Also jetzt in meinem Alter natürlich nicht, aber mit 18 findet man sowas cool. Also habe ich Verständnis, dass der sich mit 18 so eine Torte gewünscht hat. Da mache ich ihm keinen Vorwurf. Wen ich einen Vorwurf mache, ist diejenigen, die diesen Jungen beraten. Da muss doch irgendeiner sein, der sagt, ey, Lamine, du solltest vielleicht keine Kleinwüchsigen einladen, um sich auf deiner Party darüber zu amüsieren. Denn genau das ist passiert. Er hat Kleinwüchsige auf die Party eingeladen. Und kommen wir mal jetzt zu dem Artikel. Der Verband ADEE verurteilt öffentlich die Anstellung von Menschen mit Kleinwuchs bei Lamine Yamal. 18. Geburtstagsfeier und kündigt rechtliche Schritte an. Die Vereinigung von Menschen mit, jetzt muss ich es lesen, Achondroplasie und anderen Skelettdysbalien mit Kleinwuchs etc. pp. Also, der Verein, der sich für Menschen mit dieser körperlichen Voraussetzung, der die unterstützt, wird Lamine Yamal anzeigen. Und wie gesagt, dass du als 18-Jähriger vielleicht denkst, hey, das ist lustig, das habe ich bei Wolf of Wall Street gesehen, was auch immer. Ja, aber wo ist denn da bitte die führende Hand? Der Berater. Ich würde ja am liebsten sagen der Vater, aber der Vater war vor 2 Tagen so auf einer Party unterwegs. Und ich sag's immer wieder, Lamine Yamal vom fußballerischen Potenzial. Ey, wenn der nicht irgendwann 1 oder 2 oder 3 Ballon d'Or gewinnt, dann muss es fast mit dem Teufel zugehen. Aber wenn der weitermacht auf diesem Weg, mache ich mir persönlich Sorgen um die Zukunft dieses Jungen. Naja, bin ich gespannt. Ich habe das letzte Mal sehr viel Kritik bekommen, als ich über den Vater von dem Jungen geredet habe. Ich kritisiere nicht den Jungen, ich betone das nochmal, aber irgendjemand muss doch da mal die Kontrolle übernehmen und ihm sagen, hör mal, das ist okay, aber da gehst du einen Schritt zu weit. Abgesehen davon, dass es auch Partys gegeben haben soll innerhalb der letzten Wochen mit Frauen, die dem ältesten Gewerbe der Welt nachgehen. Da war der Junge 17. Und auf einer Yacht waren etliche Frauen, die ihren Körper verkaufen. Das haben auch die Frauen selber danach in den Nachrichten bestätigt. Also ich hoffe nur, dass er noch menschlich die Kurve kriegt, denn ich glaube, er kann der Fußballwelt fußballerisch noch sehr viel bieten. Naja,
Wie dem auch sei, Schluss jetzt, fangen wir endlich mit Real Madrid an. Eine der ersten Nachrichten, die ich heute Morgen gelesen habe, war die von Fabrizio Romano, wo er nochmal bestätigt hat, heute ist der Tag Álvaro Carreras. Heute im Laufe des Tages soll das offizielle Kommuniqué von Real Madrid kommen und laut El Chiringuito ist morgen die offizielle Vorstellung. Hören wir da einmal rein. Mastantuono wird vorgestellt, wenn er 18 wird. Ich glaube, das ist im August, Mitte August. 14. Am 14. August, wenn er 18 wird er vorgestellt. Und die Neuigkeit ist, dass Carreras diesen Dienstag vorgestellt wird. Carreras wird diesen Dienstag als neuer Spieler von Real Madrid vorgestellt. Dienstag, alles geschlossen, alles festgebunden. Ja, ihr habt es also selber gehört. Ein Álvaro Carreras hat den Medizincheck gestern in Madrid bestanden. Keine Probleme, er war mit seiner Familie in Madrid, sind dann relativ schnell wieder nach Galicien gefahren. Also der Medizincheck wurde abgeschlossen. Heute soll das offizielle Kommuniqué von Real Madrid kommen im Laufe des Tages. Mal schauen, ob ich das Video noch vorher rauskriege oder ob das Video schon draußen ist. Verfolgt heute auf jeden Fall die Social-Media-Seiten von Real Madrid. Und morgen, laut El Chiringuito, soll schon die Präsentation sein. Für diejenigen von euch, die so etwas nicht verpassen wollen, müsst ihr euch für morgen schon mal einen gelben Schein holen. Entschuldigung, einen freien Tag nehmen. Naja, das meine ich natürlich. Ja, wie dem auch sei, für wen es in diesem Jahr keine Präsentation für Real Madrid gibt, ist Nico Paz. Wir alle haben den jungen Argentinier bei Como immer wieder mal verfolgt und gesehen, was der in Italien für Riesenschritte gemacht hat. Ich habe euch auch schon gesagt, dass Real Madrid eigentlich ihn wieder haben wollte, aber der Transfer von Franco Mastantuono hat die Pläne von Real Madrid da ein bisschen nach hinten geworfen. Beide spielen ungefähr in der gleichen Position vom Mittelfeld nach vorne, also offensiv, und da hätte Real Madrid ein Overbooking und deshalb auch Fabrizio Romano, wie gesagt, die Quelle nehme ich immer gerne, weil er sehr zuverlässig ist, hat Folgendes geschrieben: Real Madrid bestätigt gegenüber Como, dass die Rückkaufsklausel für Nico Paz in Höhe von 8 Millionen Euro nicht aktiviert wird. Eine formelle Mitteilung liegt vor. Como plant Paz diesen Sommer zu behalten. Anschließend verfügt Real Madrid über eine Rückkaufklausel in Höhe von 9 Millionen Euro für den nächsten Sommer. Also Real Madrid kann insgesamt noch 2 Jahre Nico Paz zurückholen. Das machen sie bei diesen Verträgen mit den Castilla-Spielern immer. Die geben den Jungs 3 Jahre Zeit zu explodieren und können die innerhalb von 3 Jahren zurückholen. Das gleiche haben sie mit Rafael Obrador bei Benfica gemacht, das gleiche machen sie mit Victor Muñoz bei Osasuna etc. Bei Nico Paz gilt das erste. Im ersten Jahr, dieses Jahr hätte Madrid ihn wieder haben können für 8 Millionen, nächstes Jahr werden es 9 Millionen, darauf das Jahr 10 Millionen. Also ich drücke dem jungen Argentinier die Daumen, dass er weiter bei Como so performen kann, dass er verletzungsfrei bleibt, dass er weiter reift und weiß Gott, vielleicht haben wir ihn dann nächstes Jahr bei einer Vorstellung im Santiago Bernabéu. Persönlich würde mich das sehr freuen, weil ich bin ein Real Madrid-Nostalgiker, ein Liebhaber und ich freue mich immer, wenn die Jungs aus unserer eigenen Jugend es in die erste Mannschaft schaffen. Ja, wer es bei Real Madrid in die Mannschaft schafft und wer nicht, das habe ich euch in den letzten 2 Tagen schon mehr oder weniger erklärt, das entscheidet inzwischen nur eine Person. Und diese Person ist Xabi Alonso. Ich habe euch auch gestern nebenbei gesagt, dass Marca das nochmal bestätigt hat und diesen Artikel, den muss ich einfach mit euch durchgehen. Lesen wir uns den zusammen einmal durch. Freie Fahrt für Xabi Alonso, um Entscheidungen zu treffen. Freie Hand, Spieler auf die Bank zu setzen, sie aus dem Kader zu nehmen oder sie einzusetzen. Wie es der Manager für angebracht hält, das ist die Botschaft des Vereins an den Trainer von Real Madrid. Es war schon vor der Reise in den USA offensichtlich und jetzt erst recht nach der Niederlage gegen Paris Saint-Germain. Der Kader ist nicht komplett. Xabi Alonso hat dies während der gesamten WM immer wieder betont. Und in den kommenden Wochen wird es sich zeigen, im doppelten Sinne. Der Trainer hat sich bereits geäußert und glaubt trotz der vielen guten Spieler, dass einige Schlüsselspieler fehlen. Carreras wird als erster eintreffen, aber nicht als letzter. Das Endergebnis entsprach nicht den Erwartungen und erst recht nicht die Art und Weise, wie PSG
wie man gegen PSG ausschied. Doch die Überzeugung, dass man das Richtige tun musste, war bei Real Madrids Führung fest verankert. Es gibt keine Zweifel, sie haben versagt oder zumindest nicht den nötigen Schritt nach vorne gemacht, um mit dem Europameister mithalten zu können. Es ist eine Frage der Zeit, aber die Analyse spricht für die richtige Entscheidung hinsichtlich der Spielerzugänge und des Trainerwechsels. Es war notwendig. Also, wie gesagt, der Vorstand von Real Madrid hat eingesehen, wir haben in den letzten Jahren mehr oder weniger versagt. Wir haben vielleicht ein Jahr zu lange an dem Carlo Ancelotti festgehalten. Wir haben vielleicht ein Jahr zu lange an dem einen oder anderen Spieler festgehalten. Und dieses Jahr haben sie die richtige Entscheidung getroffen. Sie sind zufrieden mit den neuen Transfers, also mit einem Dean Housen, mit einem Trent Alexander-Arnold. Aber vor allem sind sie zufrieden mit der wichtigsten aller Entscheidungen, dass der neue Trainer Xabi Alonso ist. Das Vertrauen ging zu Saisonbeginn verloren und diese schlechte, ja eher distanzierte Atmosphäre hielt die gesamte Saison über an. Die ständigen Gerüchte schwächten das Verhältnis und selbst Ancelotti selbst räumte an, dass die Entscheidung für beide Seiten das Beste war. Der moderne Fußball duldet mit wenigen Ausnahmen keine langen Amtszeiten auf der Bank, die unter hohem Druck steht, wie es bei Real Madrid der Fall war. Jeder geht seinen eigenen Weg und ist mit seinen Entscheidungen zufrieden. Viel zu tun und wichtige Entscheidungen ohne Weg. Xabi Alonso ist der richtige Trainer und seine Arbeit in Palm Beach hat ihm gut getan. Die Vereinsführung hat ihn während seines gesamten Aufenthalts in den USA begleitet, was die Einschätzung des Vereins bestätigt. Sie ist überzeugt, dass noch ein langer Weg vor uns liegt und in jeder Hinsicht noch viel zu tun ist. Also, das war auch einer der Punkte. Deshalb war auch ein Florentino Perez da. Der hat natürlich die Mannschaft unterstützt, aber er und der Vorstand von Real Madrid wollten schauen, wie sieht die Arbeit von Xabi Alonso von Nahen aus. Und wie ihr selber gehört habt, Real Madrid ist sehr überzeugt von dem Trainer, seine Methodik, sein genauer Spielplan, seine harte Arbeit und sein seriöses Auftreten. Real Madrid steht zu 100% hinter Xabi Alonso. Der Trainer wurde angewiesen, Entscheidungen zu treffen, nicht zu zögern, nicht im geringsten. Der Name des betreffenden Spielers spielt keine Rolle. Unmissverständlich stimmt es, dass der Kader von nun an als sein persönlicher betrachtet werden muss. Also das ist der Kader von Xabi Alonso, das Real Madrid von Xabi Alonso, nicht von Vini, nicht von Mbappé, von egal welchen Namen ich jetzt nenne. Nein, das ist das Real Madrid von Xabi Alonso. Ohne Lucas Vázquez und Luka Modric muss die Gruppe auf ihre eigene Weise geformt werden. Es gibt keine Bedingungen irgendwelcher Art. Also bei Real Madrid soll eine neue Hackordnung kommen und ganz oben auf der Pyramide, das sind sich alle einig, steht Xabi Alonso. Der Name spielt keine Rolle. Xabi Alonso muss nicht nur gewinnen, was zu seinen Pflichten bei Real Madrid gehört, sondern auch Entscheidungen treffen und vor allem das wiedererlangen, was verloren gegangen und offensichtlich war. Den Wettkampfwillen einiger Spieler. Und das haben ihm die Verantwortlichen am Ende des Spiels gesagt. Entscheidungsfreiheit. Der Verein sendet eine klare Botschaft. Jeder Spieler, der sich nicht an der Sache beteiligen möchte, wird es schwer haben. Jeder sollte tun, was er für richtig hält. Aber der Wettbewerb beginnt in einem Monat wieder und die Warnung wurde bereits verschickt. Ja, das war der Artikel von Marca und den wollte ich unbedingt mit euch nochmal durchgehen, damit ihr auch seht, was ich in den letzten 2 Tagen damit meinte. Der Vorstand hat ihm alle Freiheiten gegeben. Wie gesagt, darüber habe ich geredet, aber ich fand es gut, dass der Artikel das nochmal festgemacht hat. Keine Rolle, wie der Spieler heißt, keine Rolle, wie viel er gekostet hat, was er bis jetzt geleistet hat. Die Mannschaft fängt bei Null an. Das hat Xabi Alonso bei seiner Pressekonferenz immer wieder gesagt. Und ich, wie gesagt, bin mit dieser Entscheidung hellauf begeistert. Ja, jetzt sind wir zum Ende des Videos gekommen. Ich bin gespannt, was sagt ihr zu den Informationen? Bitte nimmt mich nicht so hart ans Gericht für einen Lamine Yamal. Den Jungen, wie gesagt, den möchte ich nicht kritisieren, aber ich glaube, der braucht ein bisschen mehr Führung. Lasst eure Meinung zu der Aktion von Luis Enrique da, ob ihr wirklich glaubt, dass der schlichten wollte. Ja, und zu guter Letzt, freut ihr euch über Álvaro Carreras oder eher nicht? Auch da bin ich gespannt, denn ich bin sehr froh. Ich habe mir Statistiken angeschaut. Können wir gerne zusammen durchgehen. Ja, und zu guter Letzt noch einmal der Freifahrtschein. Lasst das bitte in den Kommentaren. Wenn ihr schon mal da seid, liken, teilen, followen. Ihr wisst, wie YouTube funktioniert. Und wir sehen uns morgen dann ausschließlich hoffentlich mit Real Madrid wieder. Bis dahin. A la Madrid!